Hello, hello, hello and three wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und dreimal einen wunderschönen guten Morgen. Wherever in the world you are. Wo auch immer auf der Welt du bist. So now, after Paul is talking about mutual surrender and not manipulating one another. Nachdem Paulus über gegenseitige Hingabe und das Nicht-Manipulieren des anderen geredet hat, Look at verse 5. schau dir Vers 5 an. Here he says, so don't continue to refuse your spouse those rights except perhaps by mutual agreement for a specific time so that you can both be devoted to prayer. So sollt ihr eurem Ehepartner diese Rechte nicht länger verweigern, außer vielleicht für eine bestimmte Zeit im gegenseitigen Einvernehmen, damit ihr euch beide dem Gebet widmen könnt. You know, it actually says in the original Greek, fasting and prayer. Im griechischen Original heißt es Fasten und Beten. Now, I've done a lot of fasting since 1982. Ich faste schon seit 1982 viel. Anything from 3 days to 50 days without food. So zwischen 3 und 50 Tagen ohne Essen. Guys, I'm sorry I'm laughing, but it's just so funny what Christians do with the Bible. Es tut mir leid, dass ich lache, aber es ist einfach so lustig, was Christen mit der Bibel machen. You know what? When I was in an extended period of fasting, Als ich mal für längere Zeit fastete, I remember I had pastors talking to me like this. kann ich mich an Pastoren erinnern, die wie folgt zu mir sprachen. Now you can travel for a long time away from your wife because you can't have sex anyhow. Jetzt kannst du für eine lange Zeit von deiner Frau getrennt reisen, weil du sowieso keinen Sex haben kannst. You know, I don't know if I walked in the flesh or not. Ich weiß nicht, ob ich im Fleisch wandelte oder nicht. It actually could have been I walked in the spirit. That's why I confronted their religious attitude. Vielleicht wandelte ich aber auch im Geist, deshalb konfrontierte ich ihre religiöse Einstellung. I told them, sure, we have sex when we fast. Ich sagte ihnen, natürlich haben wir Sex, wenn wir fasten. You know, they quoted this Bible verse to me. Daraufhin zitierten sie mir diesen Bibelvers. But look what Paul is saying. Doch schau mal, was Paulus sagt. Paul is never saying that during fast, husband and wife are not allowed to have sex. He never said that. Paulus sagt nicht, dass Mann und Frau während des Fastens keinen Sex haben dürfen. Das hat er nie gesagt. Look what he says. Schau, was er sagt. He is basically saying you cannot refuse sex to your spouse. Er sagt im Grunde genommen, du kannst deinem Ehepartner keinen Sex verweigern. Now remember, he's talking it in the context of a messed up carnal church, and otherwise they could get in trouble. Denk daran, dass er dies im Kontext einer verkorksten, fleischlich gesinnten Gemeinde sagt, die sonst in Schwierigkeiten geraten könnte. But look what he says here. Doch schau, was er hier sagt. He says that the only way a couple should abstain from sex Die einzige Möglichkeit, wie ein Ehepaar sich dem Sex enthalten sollte, is perhaps by mutual agreement. ist vielleicht im gegenseitigen Einvernehmen. So the Bible never says when fasting and praying there must be no sexual activity in marriage. It doesn't say that. Die Bibel sagt nicht, dass es beim Fasten und Beten keine sexuellen Aktivitäten in der Ehe geben darf. Das sagt sie nicht. It says it could be that husband and wife, they mutually agree Sie sagt, dass es sein könnte, dass Mann und Frau gemeinsam vereinbaren, that they would like to have, for instance, 21 days of fasting and praying and no sex. They are allowed to do that. dass sie zum Beispiel 21 Tage lang fasten und beten und keinen Sex haben wollen. Das dürfen sie tun. But it has to be in mutual agreement. Aber es muss ein gegenseitiges Einvernehmen sein. Because I've also seen people using this Bible verse to manipulate others. Denn ich habe auch schon erlebt, dass Menschen diesen Bibelvers benutzt haben, um andere zu manipulieren. I really have. Das habe ich wirklich. I've seen wives who were fasting and says the Bible says I can't have sex when I fast, so no sex. Ich habe Ehefrauen beim Fasten erlebt, die sagten, die Bibel sagt, ich darf keinen Sex haben, wenn ich faste, also kein Sex. But what does the Bible really say? Was sagt die Bibel aber wirklich? If you want to go and have an extended time of fasting, Wenn du eine längere Fastenzeit einlegen willst, sit together with your spouse, discuss it, and then come to a mutual agreement. setz dich mit deinem Ehepartner zusammen, besprich es und komm zu einem gegenseitigen Einvernehmen.
Einvernehmen. Do you know what mutual agreement means? Weißt du, was gegenseitiges Einvernehmen bedeutet? It doesn't mean one says something and the other has to do it. That's not mutual agreement. Das heißt nicht, dass der eine etwas sagt und der andere es tun muss. Das ist kein gegenseitiges Einvernehmen. It means they both talk about it and they both have come to the same conclusion. Das bedeutet, dass beide darüber reden und beide zu demselben Schluss kommen. You see how we have religiously used the Bible? Siehst du, wie wir die Bibel religiös benutzt haben? Look what it says, why Paul even addresses that. Warum spricht Paulus das überhaupt an? Even if you have agreed to abstain sexually because of a time of fasting and praying, Er sagt, selbst wenn ihr euch wegen einer Zeit des Fastens und Betens auf sexuelle Enthaltsamkeit geeignet habt, he says, then you should resume your physical pleasure so that the adversary cannot take advantage of you because of the desires of your body. dann sollt ihr eure körperliche Lust wieder aufnehmen, damit der Widersacher euch nicht wegen der Begierden eures Leibes ausnutzen kann. So again, Paul is telling them because of their carnality, because of the way they lived their lives, Paulus sagt ihnen also erneut, dass aufgrund ihrer Fleischlichkeit, aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Leben führen, the devil will try to take advantage of them. der Teufel versuchen wird, sie auszunutzen. Let me ask a question. Eine Frage. Does the devil have authority to do anything with you that he wants to do? Hat der Teufel die Macht, alles mit dir zu tun, was er will? Of course not. Nein, natürlich nicht. If he would have that authority, you would already be dead. Wenn er diese Macht hätte, wärst du bereits tot. But he's always looking for opportunities. Aber er sucht immer nach Gelegenheiten. Now, what is one of the greatest opportunities that we can give to the devil? Welche ist eine der größten Gelegenheiten, die wir dem Teufel geben können? To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein. And the whole church was a carnally minded church. Die gesamte Gemeinde in Korinth war eine fleischlich gesinnte Gemeinde. And that's what he told them in the very beginning in chapter 3. Das sagt er ihnen gleich am Anfang von Kapitel 3. So because they are carnally minded, they easily give opportunity to the devil. Weil sie fleischlich gesinnt sind, geben sie dem Teufel leicht eine Chance. So Paul is giving them some advice, some common sense, how they can avoid this. Paulus gibt ihnen also einige Ratschläge, ein paar vernünftige Ratschläge, wie sie das vermeiden können. And this would be good for us also to learn. Die sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.